Wir nähen jetzt gemeinsam dieses schöne Sommertop. Das ist ein ganz locker leichtes Neckholder-Top mit einer schönen Schleifenfront. Das finde ich ja eh immer perfekt für den Sommer. Grundsätzlich sehr, sehr fix genäht. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Falls du das Schnittmuster noch nicht gekauft hast, das findest du wie immer in der Infobox verlinkt. Und als erstes schauen wir uns mal die Stoffempfehlung an. Dein Endergebnis hängt ganz, ganz stark davon ab, wie Schnittmuster und Stoffe zusammenpassen. Das ist ja ein locker leichtes Sommertop und deshalb eignen sich ja auch locker leichte Stoffe. Ich habe mehrere Versionen genäht, hauptsächlich aus Leinen oder Leinenmischgewebe. Das geht sehr, sehr gut. Ansonsten kannst du nutzen Viskose. Hier, das ist so ein Viskose-Leinen-Mix. Das ist sehr, sehr schön. Das fällt sehr schön, weil das ganz, ganz leicht ist. Dann nähen ja viele von euch auch sehr, sehr gerne mit Musselin. Ich auch. Das würde bestimmt schön aussehen. Seid ihr nur darüber im Klaren, dass dieses Top ringsherum mit Schrägband versäubert wird. Und das wird mit Musselin sehr, sehr aufwendig, weil das Schrägband ist ganz, ganz schmal. Falls du aber gerne Musselin-Optik möchtest, dann könntest du die Bänder einfach ein bisschen breiter zuschneiden. Und dann können wir auch schon loslegen. Und als erstes bereiten wir die Schleifen vor. Insgesamt 4 Stück. Nimm dir das Schnittteil und bügel die offenen Kanten jeweils zur Mitte hin ein und dann nochmal in der Mitte abbügeln, der Länge nach. Eine kurze Seite kannst du auch mit umbügeln und die andere kurze Seite kann offen bleiben, die wird nämlich eingenäht. Und dann nimm dir jetzt das Vorderteil. Wir nähen jetzt den Abnäher. Übertrag dir den Abnäher als erstes auf die linke Seite deines Stoffs. Ich habe da einen kleinen Trick und zwar schneide ich mir das immer im Negativ auf meinem Schnittmuster aus. Und so kann ich das super easy übertragen und dann abbügeln. Hier findest du auch kleine Knipse, das heißt, du siehst hier genau, wo du auch mit deiner Naht anfangen musst und dann nähe mit einem Geradstich hin zur Abnäherspitze. Das Ganze gut ausbügeln und den Abnäher nach unten Richtung Saum bügeln. Nimm dir jetzt die Schleifen, die wir eben vorbereitet haben und auf dem Vorderteil findest du weitere kleine Knipse. Die markieren dir genau, wo du die Schleifen positionieren musst. Und damit die jetzt im nächsten Schritt nicht ständig verrutschen, nähe ich mir die jetzt erstmal mit einer kleinen Hilfsnaht innerhalb der Nahtzugabe fest. In meinem Fall sind das jetzt 0,5 cm, das heißt, die Naht sieht man später nicht. Achte darauf, dass die Schleifen beim Nähen gerade liegen und außerdem sollte die offene Seite jetzt natürlich mit eingenäht werden und die Seite, die wir eben umgebügelt haben, die zeigt nach außen. Leg jetzt das Schnittteil Center Front Binding rechts auf das Vorderteil. Du siehst, dass das Schnittteil hier ein bisschen länger ist. Das soll auch so sein. Platziere das Schnittteil so, dass es mit dem Saum genau abschließt und oben haben wir dann die Extralänge. Die brauchen wir gleich für die Verarbeitung. Das wirst du dann im nächsten Schritt sehen. Halte dich jetzt genau an die Nahtzugabe, dass im nächsten Schritt auch alles schön aufeinander passt. Wenn du das angenäht hast, dann kannst du hier noch die Nahtzugabe ein bisschen einkürzen bzw. anpassen und die Naht jetzt auseinanderbügeln. Wende dein Top jetzt auf links und jetzt bügelst du das Schnittteil genau unter unsere eben genähte Naht. Das heißt, du siehst hier meine Naht und ich versuche das jetzt genau bis dahin umzubügeln. Und das kannst du jetzt noch ein weiteres Mal umschlagen und umbügeln und dann können wir das richtig schön ordentlich jetzt abnähen. Das kannst du mit einer Naht machen. Ich nutze hier immer 2 Nähte und nähe zu beiden Seiten knappkantig ab. Ich bin übrigens Maria und auf meinem Kanal findest du ganz, ganz viele Schnittmuster, Nähideen. Ich nähe für mich, ich nähe für mein Baby und ja, bald auch für Kinder, wenn sie jetzt ein bisschen größer wird. Falls dich diese Themen interessieren, dann schau doch voll gerne mal auf meinem Kanal vorbei.
So sieht das jetzt aus und das bisschen extra Länge hier oben, das kannst du jetzt einfach ein Stück abkürzen gemäß der Form des Oberteils. Und bereite so jetzt auch die zweite Seite vor. Das sieht doch schon sehr gut aus und jetzt verarbeiten wir hier vorne den Ausschnitt. Das Schnittteil sollte im schrägen Fadenlauf zugeschnitten werden. Das ist ganz wichtig, damit sich das gleich schöner hier um die Rundung legt, sonst könnte das Falten werfen. Bereite das Schnittteil genauso vor wie eben, also die offenen Kanten einbügeln und dann auch hier nochmal der Länge nach abbügeln, mittig. Die beiden kurzen Seiten können hier aber offen bleiben. Und so lege ich mir das jetzt, Achtung, links auf rechts, also die rechte Seite des Schrägbands auf die linke Seite meines Oberteils und nähe das in meiner ersten Bügelkante fest. Ganz wichtig, normalerweise näht man hier ja rechts auf rechts. Ich persönlich nähe einfach lieber links auf rechts, damit ich gleich im nächsten Schritt die rechte Seite abnähen kann. Ich habe so das Gefühl, dass ich mehr Kontrolle darüber habe, wie dann die rechte, also die schöne Seite meines Oberteils aussieht. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Im Grunde ist es egal, wie rum du es machst. Ganz wichtig ist hier nur, dadurch, dass das Schnittteil sehr, sehr schmal ist, musst du wirklich genau in der ersten Bügelfalte nähen, sonst passt das gleich nicht richtig. Dann bügel die Naht wieder auseinander und wende dein Oberteil. Und hier gehen wir jetzt ähnlich vor wie eben. Wir falten das Schrägband jetzt um die offene Kante herum und so verschwindet die offene Kante und steck dir das jetzt mit ganz, ganz vielen Klammern oder Nadeln fest, damit du wirklich sicher gehen kannst, dass das Band auf beiden Seiten schön eingenäht wird. Im nächsten Schritt nähen wir auch über das Oberteil hinaus. Das heißt, steck dir hier auch die gesamte Länge des Schrägbands ab, denn das wird unsere obere Schleife. Und denk daran, hier die kurze Seite des Schrägbands auch noch einzufalten und dann abzustecken. Wie gesagt, ich nähe jetzt hier knappkantig von der rechten Stoffseite. So kann ich sicher sein, dass die Naht von außen richtig schön aussieht. Und hier am Ende meines Oberteils angekommen, nähe ich einfach weiter das Schrägband ab und so haben wir dann die obere Schleife. Nimm dir jetzt das Rückteil, bügel das einfach 0,7 cm doppelt um und dann nähen wir das mit einem Geradstich knappkantig ab. Dann legt das Rückteil jetzt rechts auf das Vorderteil und wir schließen die Seitennaht. Das mache ich mit 1 cm Nahtzugabe und die offene Kante kannst du jetzt noch mit der Overlock oder mit einem Zickzackstich deiner Nähmaschine versäubern. Und wo ich jetzt die Overlock schon einmal ausgepackt habe, habe ich direkt den Saum einmal komplett mit versäubert. Kannst du wie gesagt auch mit der Overlock machen oder auch hier wieder ein Zickzackstich. Der nächste Schritt ist optional. Ich habe jetzt hier die Seitennaht Richtung Rückteil gebügelt und das auch nochmal knappkantig abgesteppt. Dann kannst du das Oberteil jetzt auch schon säumen. Die offene Kante ist ja jetzt schon versäubert und die kannst du jetzt einfach einmal 1 cm umbügeln und dann abnähen. Und dann widmen wir uns jetzt dem letzten Schrägband. Das versäubert einmal hier die offene Kante, wird dann auch das Band um das Top zu binden, oben am Nacken und hinten am Rücken. Deshalb ist das Schnittteil relativ lang. Du musst hier 2 kurze Seiten erstmal rechts auf rechts zusammennähen, damit wir ein langes Schnittteil haben. Und auch das bereite ich wieder genauso vor, indem ich die offenen Kanten zur Mitte hin umbügel und das dann rechts auf links an mein Oberteil annähe. Beim Stecken achte ich darauf, dass die Naht von eben
diese kurze Naht genau an die Naht von Rückteil und Vorderteil trifft. Und dann kannst du das einmal abnähen in der Bügelfalte. Und dann gehen wir hier auch wieder vor wie im vorherigen Schritt und falten das Band um die offene Kante. Nutze hier ganz, ganz viele Klammern, ganz, ganz viele Nadeln, damit du das sauber verarbeiten kannst. Das Ende des Schrägbands wird auch wieder nach innen gefaltet oder du könntest hier auch einen kleinen Knoten machen. Das geht auch. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, freue ich mich total, wenn du vielleicht ein Like da lässt und vielleicht hast du ja sogar Lust zu kommentieren, zum Beispiel, woraus du deinen Top nähst, also aus welchem Stoff, wie es dir gefällt natürlich oder was du dir sonst noch für Schnittmuster wünschen würdest. Dann nähe das Ganze jetzt knappkantig von der rechten oder wie gesagt auch von der linken Seite ab und damit ist dein Oberteil fertig. Vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin mit mir genäht hast. Ich hoffe, das Ergebnis gefällt dir. Lass auf jeden Fall mal einen Kommentar da, wie es geworden ist. Ich verlinke dir jetzt hier 2 Videos, da können wir sofort weiter nähen. Und ansonsten schau auch mal auf meinem Kanal vorbei. Da findest du nämlich ganz viele Schnittmuster, aber auch kostenlose Nähideen für Damen, für Accessoires, aber auch für Babys. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da in einem weiteren Video. Bis dann!